Moin Moin, ich bin Kai vom Steine-Kanal und heute schauen wir uns die Top 10 der größten Kobi-Sets an. Die Größe bezieht sich hier auf die Anzahl der Teile des Sets. Von den Standard Editions bei Kobi gibt es ja öfter auch eine Executive oder eine Limited Edition. Diese verschiedenen Varianten liegen teilemäßig sehr dicht beieinander, sodass wir sie zu einem Platz zusammengefasst haben, obwohl sie in der Rangliste nicht immer direkt aufeinander folgen. Somit haben wir auch verhindert, dass die Top 10 aus eigentlich nur 5 verschiedenen Sets besteht. Dabei haben wir uns bei der Erstellung der Reihenfolge dieser Top 10 am größeren Set orientiert. Zusätzlich gibt es noch einen inoffiziellen Platz 1. Auf diesen wartet eine echte Überraschung. Kobi-Sets findet ihr übrigens auch bei uns im Onlineshop auf trendgames.de, also schaut gerne mal rein. Und nun viel Spaß mit der Top 10. Den 10. Platz unserer Rangliste belegt die Executive Edition der DRBR 52 Steam Locomotive, die aus 2623 Teilen gebaut wird. Das Set besteht aus der Lok sowie einem Tender. Außerdem sind 2 Minifiguren und ein Gleisabschnitt Bestandteil der Executive Edition. Diese kann wahlweise mit deutschen oder polnischen Prints gebaut werden. Die Executive Edition des Sets wird nicht mehr hergestellt und in diesem Jahr ersetzt von dem Set mit der Nummer 6287. Diese Lok wird eine Signalanlage zusätzlich enthalten. Die Standard-Edition der Lok mit der Setnummer 6282 wird aus 2505 Teilen gebaut und enthält eine Minifigur. Mit der ersten Dampflok von Kobi, von dem Exklusivset der 1331 Dovre-Gruppen mal abgesehen, wird die Dampflok der DR-Baureihe 52 aus dem Zweiten Weltkrieg dargestellt. Diese Baureihe gehört zu den bekanntesten deutschen Kriegslokomotiven. Ab 1942 wurden mehr als 7000 Stück hergestellt. Die Neuauflage der Yamato belegt unseren 9. Platz. Etwas umfangreicher ist die Executive Edition mit der Nummer 4832, die mit der exklusiven Minifigur des Admirals Isoroku Yamamoto ausgestattet ist. Daneben sind 4 Nanoplanes mit dabei, unter anderem 2 limitierte weiße. Sie besteht aus 2684 Teilen, aus 2665 Teilen wird die Standardvariante gebaut. Beide Modelle sind nach dem Aufbau 90 cm lang. Das Schwesternschiff der Musashi war das größte Schlachtschiff, das jemals gebaut wurde. Es wurde nach der gleichnamigen japanischen Provinz benannt und vornehmlich im Pazifikkrieg eingesetzt. Am 7. April 1945 wurde die Yamato in einem Gefecht von amerikanischen Bombern und Torpedoflugzeugen versenkt. Auf Platz 8 kommt das Battleship Missouri und das Iowa-Class Battleship. Das Iowa-Class Battleship in der Executive Edition trägt die Setnummer 4836. Mit diesem Set, das 2022 in einer Executive Edition veröffentlicht wurde, kann die USS Missouri gebaut werden, wahlweise auch eines von 3 anderen Schiffen, und zwar die USS Iowa, die USS New Jersey oder die USS Wisconsin. Das Modell besteht aus 2685 Teilen, ebenfalls mit dabei sind 4 schwarze Typenschilder, sodass das gewünschte Schiff damit ausgestattet werden kann. Mit dem Set 4837 in der Standard-Edition Battleship Missouri entsteht aus 2655 Teilen ausschließlich die USS Missouri. Nach dem Bau ist das Schiffsmodell 92 cm lang. Die Missouri, die auch als Mighty Mo oder Big Mo bezeichnet wird, war das letzte Schlachtschiff, das jemals in den Vereinigten Staaten von Amerika gebaut wurde. Sie wurde erst im Jahr 1992 außer Dienst gestellt und ist seitdem als Museumsschiff für die Öffentlichkeit zugänglich. Auf Platz 7 haben wir das Battleship Bismarck. Im letzten Jahr erschien die Neuauflage des Battleship Bismarck, das in 2 Varianten erschienen ist. Größer im Umfang ist wie gewohnt die Executive Edition mit der Nummer 4840. Dieses Set besteht aus 2933 Teilen und beinhaltet die Minifigur eines deutschen Hauptmanns. Bei dieser handelt es sich vermutlich um Ernst Lindemann. Die Standardvariante besteht aus 2789 Teilen. Nach dem Aufbau ist das Schiff 86,5 cm lang. Das Schlachtschiff der deutschen Kriegsmarine galt zum Zeitpunkt der Indienststellung als das kampfstärkste Schlachtschiff der Welt. Während der Schlacht in der Dänemarkstraße konnte sie den britischen Schlachtkreuzer HMS Hood versenken. Wenige Tage später sank die Bismarck selbst. Platz 6 wird vom Schlachtschiff Tirpitz belegt, das in 2 Varianten in 2022 erschienen ist. Aus 2960 Teilen besteht die Executive Edition mit der Nummer 4838.
die neben dem eigentlichen Schiffsmodell außerdem mit einer exklusiven Minifigur eines Funkers sowie einer Enigma-Maschine aufwartet. Etwas weniger Teile, nämlich 2810, hat die Standardausgabe mit der Nummer 4839. Nach dem Bau ist das Modell 87 cm lang. Die Tirpitz wurde im Zweiten Weltkrieg von der deutschen Kriegsmarine eingesetzt. Sie gehörte der Bismarck-Klasse an und erhielt ihren Namen vom Großadmiral Alfred von Tirpitz. Das Schwesternschiff der Bismarck war das größte Schlachtschiff, das jemals in Europa gebaut und fertiggestellt wurde. Am 12. November 1944 wurde es von der britischen Luftwaffe versenkt. Kommen wir zu Platz 5. Hier stellen wir euch zwei Modelle der Titanic vor. Die Standardedition unter der Setnummer 1916 wird aus 2840 Teilen gebaut und hatte eine Länge von 92 cm. 3000 Teile hat die limitierte Ausgabe mit der Setnummer 1918. Diese beinhaltet das Modell eines Eisbergs. Beide Modelle wurden 2020 veröffentlicht. Kobi bietet daneben auch kleinere Modelle der Titanic an. Diese haben die Setnummern 1929 und 1928. Das Schiff der Reederei White Star Line ist nicht nur dank des Hollywood-Films weltbekannt. Auf seiner Jungfernfahrt von Southampton nach New York sank das Schiff, nachdem es einen Eisberg gerammt hatte. Alle drei Varianten des Aircraft Carrier Graf Zeppelin finden sich auf unserem Platz 4. Den Anfang macht die Limited Edition. Sie stammt aus dem Jahr 2020 und trägt die Setnummer 3087. Sie hat 3145 Teile. Das Modell mit der World of Warship Lizenz ist 89,5 cm lang. Die Standardedition der Graf Zeppelin wurde ebenfalls 2020 unter der Setnummer 3086 veröffentlicht. Sie enthält 3130 Teile und 8 Nanoplanes und ist ebenfalls mit der World of Warship Lizenz ausgestattet. Die aktualisierte Version der Graf Zeppelin mit der Setnummer 4826 kam ein Jahr später 2021 heraus und wird aus 3136 Teilen gebaut. Der Flugzeugträger, der nie in Dienst gestellt wurde, wurde nach Luftschiffpionier Ferdinand von Zeppelin benannt und brach mehrere Rekorde. Da die Werftkapazitäten für die Vollendung nicht ausreichten, wurde die Zeppelin von den Deutschen geflutet und gesprengt. Damit wollte man verhindern, dass sie dem Feind in die Hände fällt. Das aktuell vielleicht am sehnlichsten erwartete Set der letzten Jahre, die Akagi, belegt unseren dritten Platz. Sie besteht in der limitierten Ausgabe mit der Nummer 4850 aus 3530 Teilen. Die exklusive Minifigur von Kiichi Hasegawa, dem Kommandanten der Akagi, ist mit dabei. Wichtigstes Ausstattungsmerkmal ist der funktionierende Flugzeugfahrstuhl. 2 davon sind enthalten. Aufgebaut hat das Set eine Länge von 87 cm. Wie viele Teile die Standardversion letztendlich haben wird, ist noch ungewiss. Die Veröffentlichung des Sets mit der Nummer 4851 ist für den 22. April 2024 geplant. Die Akagi, die ursprünglich als Schlachtschiff geplant war, nahm an der Schlacht von Pearl Harbor teil. Im Jahr 1942 wurde sie schwer beschädigt und infolgedessen von den Japanern selbst versenkt, damit sie dem Feind nicht in die Hände fällt. Erst im Jahr 2019 wurde das Wrack des Flugzeugträgers gefunden. Kommen wir zu dem bisher größten Set von Kobi, dem Petrol-Torpedoboot PT-109. Dieses belegt Platz Nummer 2. Das Set wurde 2021 als Standardedition und in einer Limited Edition veröffentlicht. Die reguläre Version mit der Setnummer 4825 wird aus 3640 Teilen gebaut und enthält 4 Minifiguren. Die limitierte Variante mit der Setnummer 4824 weist 3700 Teile auf und hat 13 Minifiguren. Eine davon ist John F. Kennedy. Nach dem Bau ist das Modell des Schnellboots 72 cm lang, es weist außerdem ein Innenleben auf. Das Patrol-Boot PT-109 erlangte Bekanntheit, als seine Besatzung von dem Kommandeur der Einheit gerettet wurde. Dieser wurde später Präsident der Vereinigten Staaten. Zuvor war das Schnellboot von dem japanischen Zerstörer Amagiri gerammt worden. Kobis erster Panzer im Maßstab 1:12 belegt unseren Platz 1. Er besteht aus 8000 Teilen und ist mittlerweile zum Flaggschiff der Marke geworden. Da er nun auch nicht mehr hergestellt wird, dürfte der Panzer bald zum begehrten Sammlerset werden. Das Modell, das in Kooperation mit dem The Tank Museum in Bovington entstand, wurde zu einer UVP von 599,99 € verkauft. Das Originalexemplar steht in dem englischen Panzermuseum und stellt das einzige noch fahrbereite Panzerkampfwagen 6 Tiger I Exemplar dar.
Der Panzer wurde im April 1943 in Tunesien vom 48th Royal Tank Regiment erobert und ist seit 1951 im Museum ausgestellt. Zum Schluss haben wir noch den inoffiziellen Platz Nummer 1. Die Japanese Navy Fleet in der Limited Edition mit der Setnummer 4899. Auf seinem Instagram-Account zeigte Kobi 2020 das folgende Set, welches aus 197.974 Teilen aufgebaut wird. Das Besondere, es enthält nicht nur ein Modell, sondern mehrere, unter anderem 100 Nanoplanes, 6 Flugzeugträger, 2 Schlachtschiffe, 9 Zerstörer und 8 Containerschiffe. Das Set in der Historical Collection wird im Maßstab 1:300 gebaut. Leider handelte es sich bei der Ankündigung um einen sehr gelungenen Aprilscherz. Unser Fazit: größer und detaillierter. Als wir diese Top 10 der größten Kobi-Sets vor einigen Jahren begonnen haben, sind ausschließlich Schiffe auf der Liste gelandet. Auch die aktuelle Top 10 besteht fast ausschließlich aus Schiffsmodellen. Dabei stammen diese fast immer aus den letzten Jahren oder es handelt sich um ein Update eines bestehenden Modells. Schaut man sich weiter hinten platzierte Sets an, landen immer wieder 1:12 Automodelle auf der Rangliste. Kobis Tendenz in den letzten Jahren lautet größer und detaillierter. Diese Tatsache äußert sich unter anderem in der Einführung des neuen 1:12 Maßstabs. Daneben werden auch viele 1:28 Panzermodelle immer detaillierter und sind nun oft mit Innenleben ausgestattet. Soweit zu den Top 10 von Kobis größten Sets. Schaut auch gerne mal in unseren Online-Shop auf trendgames.de vorbei, wir freuen uns auf euch. Ich danke euch recht herzlich fürs Zusehen. Wenn ihr auch weiterhin Videos zu Kobi hier auf dem Steine-Kanal sehen wollt, gebt diesem Video einen Daumen hoch, abonniert den Steine-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr immer über die neuesten Videos informiert werdet. Und dann verbleibe ich bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.